Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, im Hintergrund läuft eine Gildenfight von meiner Main-Gilde, ne, mit meinem Main auf S31, auf dem ich spiele. Und zwar ist das ein nationaler Gildenfight. Ich wollte eigentlich erst einen internationalen Gildenfight euch im Hintergrund laufen lassen. Allerdings wird in der internationalen Ehrenhalle unsere Gilde auf S31 nicht angezeigt oder es erscheint eine andere Gilde. Ja, wahrscheinlich weil wegen S31 halt, ne? Genau, und auf jeden Fall, das läuft im Hintergrund und ja, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Talk-Quatsch-Video, was ich so mal mache, wenn mir irgendwas auf der Seele brennt, was jetzt so mein YouTube-Zeug, mein Online-Stuff hier alles angeht, also was im Prinzip euch auch angeht oder von dem ihr zumindest was mitbekommt, ne? Und ja, in solchen Videos, da rede ich ja mit euch, zu euch, denn immer mit, ja, als ob ich mit einem guten Kumpel über die Sachen rede, um mir einfach so ein bisschen Luft zu verschaffen, damit das Ganze mal rauskommt, wenn mich irgendwas belastet. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar, ihr habt ja bestimmt schon gemerkt, seit einiger Zeit gehe ich jetzt schon lange nicht mehr auf die Kommentare unter den Videos ein. Und das hat so einen gewissen Grund natürlich auch, ne? Früher bin ich ja auf jeden Kommentar wirklich eingegangen. Ich habe zu jedem, der mir irgendwie was geschrieben hatte, hatte ich geantwortet. Egal was, sei es einfach nur ein Smiley oder irgendwas. Ich hatte immer geantwortet so, ne? Seit ein paar Monaten ist dies jetzt nicht mehr der Fall. Da habe ich mich bewusst auch ein bisschen rausgenommen aus der ganzen Kommentarsektion, weil das Ganze ja nicht mehr so verläuft wie früher, sag ich mal. Und ja, so ein Talk-Video, wie ich das jetzt hier mache, das hatte ich zum Beispiel auch gemacht, als ich bekannt gegeben hatte, dass ich gesponsert werde oder dass ich jetzt nun offizieller Sponsoring-Partner von Playa Games bin. Das heißt, dass ich halt eben Pilze auf meinen Accounts gestellt bekomme, so, ne? Was übrigens eine Information gewesen ist, die schon, und das, was ich auch da im Video erzählt hatte, schon zu viel war. Ja, also das war auch wieder nur mehr oder weniger meine Offenheit, sag ich mal, euch gegenüber. Das hätte mich das auch schon an der Stelle kosten können, sag ich mal so, ne? Und ja, jetzt ist es halt wieder soweit, dass ich so ein Video machen muss, weil ich halt mich lange Zeit zurückgezogen habe und dadurch, dass ich halt mich in den Kommentaren nicht mehr äußere oder nicht mehr den direkten Austausch mit euch habe, ja, kommt es halt so, dass ich viele Sachen für mich behalte und viele Sachen halt unbeantwortet lasse, viele Vorwürfe einfach im Raum stehen lasse und ja, wie gesagt, seit dem Sponsoring, was ja jetzt auch schon ein paar Monate her ist, ist halt die Angriffsfläche auf mich halt extrem groß geworden. So. Die hat sich enorm erweitert, so im Vergleich zu vorher. Vorher gab es auch immer mal ein paar kritische Aufrufe zu Themen, die eher nichtig sind, sag ich mal. Aber seitdem das mit mir hier und Playa Games halt so offiziell ist, seitdem her habe ich das Gefühl, dass halt viel mehr durch diese große Angriffsfläche bei mir gesucht wird von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, sei es der Neid, sei es Missgunst oder was weiß ich, was Leute dazu anregt, sehr schnippische Kommentare unter den Videos zu verfassen. Ja, seitdem her ist das halt extrem gestiegen und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr so wie früher auf viele Kommentare eingehe. Eine Zeit lang, das war aber wirklich nur eine kurze Zeit, da hatte ich sogar teilweise gar nicht mehr die Kommentare gelesen, weil mir das einfach zu doof irgendwann geworden ist. Und ja, das ist halt so eine Sache, wo ich sagen muss, ja, gut, das ist jetzt nicht gerade was mir jetzt so unbedingt gefällt, so, ne? Und an der Stelle sei aber nochmal erwähnt,
Ich weiß natürlich, dass diese Kommentare, die halt eben, und da kommen wir gleich nochmal auf ein Beispiel, was mir das Ganze nochmal klar gemacht hat eigentlich, nochmal, das, was mir so mehr oder weniger die Augen geöffnet hatte. Ich weiß natürlich, dass diese kritischen Aufrufe und diese Leute, die einen das aus verschiedensten Gründen, was weiß ich, nicht gönnen oder keine Ahnung, weil sie es halt vielleicht selbst nicht geschafft haben oder was weiß ich, warum auch immer was Leute dazu veranlasst, rumzuhaten so, ne? Und an der Stelle ist auch mal gesagt, dadurch, dass ich mich halt zurückgezogen habe, ignoriere ich halt straight up so eine Kommentare halt einfach. Hat aber eben auch zum Nachteil, dass ich halt eben alles ignorieren muss. Und das ist halt eben auch der Großteil an euch, der halt eben auch tolle Kommentare schreibt oder ja, lobende Worte da lässt oder was weiß ich, keine Ahnung, ja, zumindest nicht rumhatet sinnlos so oder sich Gründe förmlich sucht, um Vorwürfe zu machen. So. Ihr müsst verstehen, viele von euch kennen das natürlich nicht, weil ihr selbst nicht in der Öffentlichkeit steht oder so, aber wenn man in der Öffentlichkeit mit einem Bein steht, dann dann ist man quasi in der dauerhaften Position, sich zu jedem Scheiß rechtfertigen zu müssen, so. Weil einem irgendwelche Vorwürfe gemacht werden, die aus dem untersten verschwörungstheoretischen Schienen rausgefiltert werden und dann ein zum Vorwurf gemacht werden und das halt Hirngespinst ist, sag ich mal. Und zu solchen Sachen muss man sich äußern, weil wenn man sich nicht dazu äußert und das einfach so im Raum stehen lässt, so wie ich das mache, weil ich halt eben darauf nicht mehr eingehe, dann gewinnt halt meistens der lauter schreit. So. Und wie gesagt, ich weiß natürlich, dass das nur 5-10% von euch sind, die sowas machen und der Rest einfach nur da ist, um halt eben die Videos zu genießen, um halt eben Shakes and Fidget Content sich anzugucken oder halt eben wegen meiner Person da ist oder was weiß ich, was euch dazu bewegt, diese Videos hier zu schauen. Das kann ich bis heute nicht verstehen, ne? Und das ist halt eben das, was so schade ist. Diese 5-10%, das sind halt eben die Leute, die am lautesten sind. So, ne? Und die fallen halt eben extrem auf. Man muss sich einfach nur mal die letzten 50 Videos angucken oder so und einfach mal auf die Kommentare schauen. Man sieht, dass die Videos alle über 1000 Aufrufe haben, manche 2000, manche 3000, manche sogar noch mehr. Und da vielleicht von diesen 2000 Leuten, die da sich diese Videos anschauen, vielleicht nur 5 bis maximal 10 Leute ihr Kommentar da lassen. So, ne? Und das zeigt mir halt eben, dass, jetzt kann ich nochmal kurz auf die internationale Ehrenhalle gehen, um euch das zu zeigen. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, so, dann kommt halt eben Black Bull. Ich meine, in der Gilde bin ich zwar auch, das ist jetzt ein internationaler Fight, aber ist halt nicht S31 so. Genau. Und wie gesagt, es gucken sich 1000, 2000 Leute so ein Video an und 5 bis 10 Leute verfassen so einen Kommentar unter dem Video. Was mir zeigt, die große Masse der Zuschauer ist einfach nur da, um sich halt die Videos anzuschauen, um sich das still und heimlich für sich reinzuziehen, was weiß ich wozu, zum selbst Alu-Klicken beim Essen oder was weiß ich, wo ihr euch die Videos reinzieht. Auf jeden Fall guckt ihr euch die Videos an und das ja auch immer wieder, weil die Klicks, und dafür danke ich euch natürlich auch vom Herzen, die nehmen natürlich auch nicht ab oder bleiben, besser gesagt, konstant so, ne? Das ist ja auch eine Sache, was halt ziemlich schwierig auch ist auf Dauer, vor allen Dingen halt, wenn man nur Shakes and Fidget jeden Tag bringt, das ist halt immer das Gleiche und trotzdem schauen über 1000 Leute die Videos und das ist aber halt eben auch genau das Ding. Dadurch, dass diese Leute, und dafür danke ich euch wie gesagt sehr, einfach sich nur die Videos anschauen und im Kopf nicht irgendwie brainfucked sind oder so, um irgendwelche komischen Kommentare zu verfassen, die sind halt eben für sich so, ne? Die sind da, gucken sich die Videos an, lassen vielleicht auch einen Daumen hoch da, wenn sie richtig krass supporten wollen und gehen dann wieder. Ja? Und die Leute, die halt diese 5 bis 10%, die ich jetzt angesprochen habe, ne, die halt eben irgendeinen komischen, vorwurfsvollen Shit
in die Kommentare posten, das sind halt eben die Leute, die zwar auch von diesen 1000, 2000 Leuten sich das Video angeschaut haben, aber halt eben so weit gehen, um einen Kommentar zu posten, der halt eben, ja, von diesen paar Kommentaren, die da sind, eben sehr negativ meistens behaftet ist, so, ne, in verschiedensten Themen, so. Und ja, das ist halt eben so das Ding, wo ich mir so denke, gut, dann lohnt sich das an der Stelle auch gar nicht großartig weiter die Kommentare hier zu lesen. Ja, und das ist halt eben so einfach das Ding an der Sache. Was mir das Ganze so klar gemacht hat in letzter Zeit, oder jetzt ein kürzliches Ereignis, war halt eben gewesen, dass ich, ja, und das ist halt eben das Ding, wo halt eben wirklich aus jeder kleinsten Situation das rausgenommen wird und dir zum Vorwurf gemacht wird, so, ne? Und das machen Leute halt zu gerne und das ist halt eben erst mit dieser Zeit gekommen, seitdem ich so sponsort bin, ne? Oder da ist es halt vermehrt auf jeden Fall sehr stark so gekommen. Und auf diese kritischen Kommentare kommen auch viel mehr Leute drauf, die halt einfach Nachzügler sind und denen dann halt auch recht geben, so, ne? Was mir die Augen geöffnet hatte, war letztens halt gewesen, als ich ja, an die Community von Playa Games aus kostenlose Pilze verschenkt habe. Und ja, also ich habe euch quasi kostenlose Pilze zur Verfügung gestellt und selbst da wurde sich in den Kommentaren beschwert, dass das Ganze irgendwie, ja, Clickbait sei oder dass das Ganze irgendwie nicht stimmt, nur weil die Leute, die die Kommentare posten, eine andere Erwartungshaltung haben als das, was in dem Video denn vorkommt, so, ne? Das wird mir dann zum Vorwurf gemacht und man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich gebe euch kostenlose Pilze, ja? Ich schreibe in den Titel rein, kostenlose Pilze zum Black Friday Event. Oder zum Black Friday Event, genau. Weil das Wochenende gerade Black Friday Event war und ich euch kostenlose Pilze gebe, habe ich das in den Titel reingeschrieben. So, das heißt, ich gebe euch was zurück, ihr bekommt was kostenlos und selbst da wird sich in den Kommentaren beschwert. Und das war so ein Ereignis gewesen, wo ich mich an der Stelle gefragt habe, ja, bin ich hier eigentlich richtig? Ist das für mich die richtige Szene, in der ich sein möchte? Bin ich hier auf YouTube oder in Shakes & Fidget, in der Shakes & Fidget-Szene überhaupt noch erwünscht? So eine Fragen habe ich mir dann da gestellt zu dem Anlass. Und ja, weil ich konnte es einfach nicht begreifen. Ja, da bekommt man denn schon was kostenlos und selbst da wird sich dann noch gegen aufgespielt, anstatt einfach mal zu sagen, jo, dankeschön, ey, coole Aktion von dir, ne? Und da muss ich auch wieder sagen, der Großteil von euch natürlich auch da gewesen und so und geschrieben, ja, sehr geile Aktion, freue mich drauf, vielen Dank, cool, ne? Aber halt auch eben diese kritischen Stimmen, die halt eben am lautesten sind. Und wie gesagt, wenn von 1000, 2000 Leuten nur 10, 15 Leute kommentieren und halt eben so eine Meinung da auch stark vertreten ist, halt unter diesen paar Kommentaren, die da ist der Aufschrei da natürlich ziemlich groß und man nimmt halt eben das viel mehr wahr als alle anderen Leute, die halt eben einfach nur die Videos enjoyen. Und ja, an der Stelle habe ich mich dann so gefragt, ich mache jetzt schon seit ein paar Jahren hier Shakes & Fidget Videos aktiv. Ich habe jetzt bald 1000 Shakes & Fidget Videos gedreht. Das muss man sich auch erstmal einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe über 1000 Videos zu Shakes & Fidget gemacht. Ich habe über 200, 300 Livestreams zu diesem Spiel gebracht, wo unzählige Stunden draufgegangen sind. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, wie sieht's aus nach Folge 1000? Habe ich da noch weiterhin die Motivation, irgendwie großartig weiterzumachen, wenn ja, solche Stimmen irgendwie seit den letzten paar Monaten immer mehr werden? Wird das überhaupt noch geschätzt, was ich hier mache? Wie gesagt, bin ich hier überhaupt noch richtig so? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit, wo ich so jetzt hier diese 4 Jahre aktiv YouTube mit Shakes & Fidget betreibe,
ist die letzte Zeit die Zeit gewesen, die mir außerhalb von W50 und da, was da Cooles passiert ist, so YouTube-technisch fast mit am wenigsten Spaß gemacht hat. Und das ist halt eben seit diesem Sponsoring so gekommen. So, wo die Leute halt eben nur sehen, dass ich gesponsert werde, dass mir Pilze in den Arsch gesteckt wird, so. Ich bekomme halt alles kostenlos, ne? Ich werde verwöhnt, so. Und dass ich mir das aber durch unzählige Stunden an Lebenszeit, die ich für dieses Spiel aufgebracht habe und dieses Spiel supportet habe, das irgendwo auch vielleicht ansatzweise verdient habe, dieses Sponsoring auch anzunehmen. Und selbst da habe ich mit mir gehadert. Ich hatte zuerst, soll ich euch mal was sagen, ich hatte zuerst dieses Angebot abgelehnt. So, nee, möchte ich nicht. So, dann hatte ich mir das aber nochmal ein zweites Mal überlegt gehabt oder mir wurde geschrieben, ja, schlaf nochmal drüber und dann habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. So, ne? Selbst da, ich wollte es eigentlich nie sagen, aber selbst da hatte ich noch mit mir gehadert, ob ich das Ganze machen soll. Und warum? Einfach nur aus der Angst heraus, dass ich hier auf YouTube verurteilt werden könnte vor den ganzen Kommentaren, die auf mich zukommen. Dann hatte ich das Sponsoring-Video gemacht und da hatte ich mich dann stark gewundert gehabt, dass es doch so sehr krass positiv bei euch angekommen ist. So, und da sind auch hunderte Kommentare gewesen zur Gratulation und dass ich mir das verdient hätte und so. Aber das war halt eben auch nur dieses Video gewesen. So, danach ist es halt wieder auf diese 5 bis 10 Kommentare bei 1000, 2000 Aufrufen runtergeschrumpft. Und der Alltag der deutschen Nörgler hat wieder seinen Gang genommen. So, ne? Und eben halt auch der Grund, warum ich so einen kleinen Kommentar-Detox eingelegt habe bis zum heutigen Tag. So, ne? Ich interagiere immer noch sehr gerne mit euch. Ich beziehe euch immer noch gerne in alle Sachen mit ein. Nicht umsonst mache ich ja auch die Livestreams und spreche dazu euch live. Ich muss sagen, live ist das nochmal was anderes. Im Livestream sind mir fast noch nie Leute irgendwie negativ aufgefallen oder haben irgendwas beurteilt, irgendwas kritisch hinterfragt oder irgendwelche Vorurteile rausgewühlt und mir vor den Kopf geschmissen, dass ich mich rechtfertigen muss dafür. Das ist in den Livestreams nie passiert. Die Livestream-Community ist nochmal eine andere als die YouTube-Kommentarschreiber-Community, sag ich mal so. Das unterteile ich strikt. So, weil das ist meistens ein ganz anderer Flow, das ist eine ganz andere weiß ich nicht, eine ganz andere Zusammensetzung, eine ganz andere Stimmung als unter diesen Kommentaren so. Und ich muss sagen, diese letzte Zeit auf YouTube, die ist im Vergleich zu der Zeit, wo ich noch nicht ganz so bekannt war oder wo ich halt, keine Ahnung, so 4.000, 5.000, 6.000 Abonnenten hatte, was natürlich im Vergleich zu 10.000 jetzt auf ganz große YouTuber jetzt natürlich nicht sehr viel ist, so, aber in der Shakes & Fidget-Szene ist es schon irgendwo eine gewisse Leistung, sag ich mal, weil das ja halt auch eben eine Nischen-Community ist, so, ne, und auch bleiben wird und so, ne, und man wird auch nicht großartig mehr wachsen in dieser Community, solange nicht irgendein Einfluss von außen auf dieses Spiel einwirkt, was dem Ganzen nochmal einen mega krassen Hype geben wird. Das wird in meinen Augen nicht passieren. Ne? Und trotzdem bleibe ich hier, so, weil mir das Ganze nach wie vor immer noch Spaß macht und ich das Ganze für die Leute mache, die still und heimlich meine Videos schauen und vielleicht nicht gerade immer die Motivation haben, Kommentar zu verfassen, weil es halt auch manchmal auch gar nichts so zu schreiben gibt oder nichts dem hinzuzufügen gibt oder so. Ne? Aber gerade deswegen, weil es halt so wenig Kommentare gibt, werden die Kommentare der kritischen Leute halt eben viel, viel lauter oder die kommen viel, viel lauter bei mir an. So, ne? Und ich wäre auf jeden Fall dumm, wenn ich das Ganze hinschmeißen würde, nur wegen so ein paar kleinen Prozentanzahlen von Leuten, die mir irgendwelche Sachen vor den Kopf werfen oder so. Ne? Aber diese Aktion letztens, die hat mir halt nochmal so ein bisschen irgendwie die Augen geöffnet, in was für einer Zeit wir eigentlich angekommen sind. Und da wird auch wahrscheinlich viel mit den letzten 2-3 Jahren, denke ich mal, auch zu tun haben, was da draußen in der Welt passiert. Dass alle Leute schon gefrustet sind, alle Leute
schieben Hass auf alles und sind in einer sehr schlechten Verfassung, was so Motivation oder was so das Mindset angeht. So, ne? Ich nehme mich da auch nicht raus, mich zieht das Ganze auch immer runter, aber ich lasse es nicht an anderen Leuten aus. So, und wie gesagt, ich hatte mich früher in der Zeit, wo noch nicht so viel los war, deutlich wohler gefühlt als jetzt. Und es ist auch nicht so, dass mich diese Kommentare jetzt irgendwie so großartig, sag ich mal, so runterziehen oder so. Ne? Ich schaue da einfach drüber hinweg. So. Aber irgendwo lasse ich das Ganze dann auch mal Revue passieren, was eigentlich gerade los ist in der Szene und warum überhaupt so eine Kommentare geschrieben werden und so, ne? Weil irgendwann macht man sich da dann ja doch schon mal drüber den Kopf, ne? Und das ist halt einfach so das Ding dabei und deswegen wollte ich das Ganze auch mal mit euch teilen und mal loswerden, damit ich mir das Ganze mal so von der Seele rede, so, ne? Also, ich sag mal, ihr braucht, denke ich mal, keine Angst haben, dass vielleicht nach der 1000. Folge Schluss ist. Irgendwann hat alles ein Ende. Irgendwann hat auch das mit mir hier ein Ende. Irgendwann wird auch, weiß ich nicht, das ganze Projekt hier und ganz, YouTube mit das, was ich mache, so, wird auch irgendwann, denke ich mal, zu Ende gehen. Ich hoffe bloß nicht in nächster Zeit, weil YouTube, muss ich sagen, ist so mein Baby. Das habe ich so groß gezogen über die Jahre und da bin ich sehr stolz drauf und deswegen ist egal, wie groß der Aufschrei gewisser Leute ist, ich mache das Ganze immer noch für die Leute, die halt trotzdem immer noch nach wie vor da sind, auch wenn sie sich nicht immer melden, auch wenn sie nicht immer Kommentare verfassen, aber trotzdem jedes Video von mir schauen. Und das weiß ich halt eben sehr zu schätzen so. Und der Support, der reißt halt eben nicht ab. So, das ist das Ding. Ja, und halt eben mit einer größeren Reichweite kommt halt eben auch eine größere Zuschauerschaft dazu, die halt auch immer nicht sehr positiv gesinnt sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Anfangszeiten von mir mal anschaut, da sind Leute froh gewesen oder Content Creator sind froh gewesen, dass halt mal 1, 2 Leute vorbeigeschaut haben und die Zuschauer waren froh, dass es zu Shakes and Fidget Content Creator gibt. So, und deswegen gab es da nichts zum Haten. Da gab es nichts zum Haten und das hat sich halt die erste Zeit so hingezogen und das war halt eben auch die schönste Zeit gewesen. Und so mehr man in diesen Hardcore-Kern der SF-Community so eingedrungen ist, umso mehr habe ich das eigentlich bereut im Nachhinein, muss ich dazu sagen. Man ist natürlich direkt immer an der Quelle, man bekommt sofort immer überall alles mit. So, das ist sehr cool, das ist sehr nützlich, das ist sehr hilfreich. Aber auf der anderen Seite sind es meistens halt auch die Leute, die schon eben sehr lange dabei sind und halt eben an allem irgendwas auszusetzen haben. Und das ist halt eben das, worüber ich auch mit euch eben hier in diesem Video sprechen wollte und worüber ich mir auch ein bisschen Luft verschaffen wollte. Denn wie gesagt, mir fehlt die Energie, auf solche Kommentare einzugehen. Mir fehlt die Energie, pausenlose Diskussionen zu führen zu Themen, die sowieso zu keinem Ziel führen. Ja, und dadurch, dass ich halt eben meine Meinung dazu nicht äußere, kommt mal so ein gebündeltes Video, wo ich mal alle meine Gedanken so raussprudeln lasse und ja, ihr könnt damit eben anfangen, was ihr wollt. Ihr könnt das auch wieder verurteilen, wenn ihr möchtet, so. Ihr könnt das aber auch genauso gut verteidigen oder vielleicht mir zustimmen oder was weiß ich. Da kann ich euch ja und eure Meinung ja nicht großartig beeinflussen, weil jeder von euch hat natürlich seine eigene Meinung. So, ne? Es ist halt eben, man muss sich halt eben nur hinterfragen, so, ist es mir das jetzt wirklich wert, diesen Kommentar zu verfassen oder denke ich mir meinen Teil dazu? Ja, es gab auch viele Leute, die einfach nur geschrieben haben, seitdem du gesponsert bist,
hat sich dein Content ins Negative verändert, so, du bist nicht mehr der gleiche, so, das sind natürlich diese Standarddinger, wo ich drüber schmunzeln muss, so, ne? Oder wenn Leute schreiben, ja, ey, ist nicht mehr so das, was es früher war, ich deabonniere jetzt den Kanal, so. Das sind Sachen, da schmunzel ich drüber, da antworte ich nicht drauf, das lese ich zwar, aber ich denke mir meinen Teil dazu, und wenn Leute das in die Kommentare schreiben, dass sie mich deabonnieren wollen, weil ich halt nicht mehr das bin, was ich mal früher war, oder das bringe, was ich früher gebracht habe, ne? Wenn die das in die Kommentare schreiben, dann ist das halt eben ein Anzeichen dafür, dass sie halt Aufmerksamkeit benötigen, so. Weil jeder, der meine Videos nicht mag oder der denkt, ich habe mich irgendwie ins Negative gewandelt oder so, der deabonniert einfach und dann ist es gut. Dann bin ich nicht mehr auf der Bildoberfläche für dich, ja, dann bin ich raus aus deinem Leben, du hast deine Ruhe und du musst nicht noch einen Kommentar dazu schreiben, weil das ist unnötig und das bringt auch mich nicht weiter, das bringt auch dich nicht weiter, das ist einfach nur ein Aufruf, ein Aufschrei von deiner Seite aus und denkt euch eure Meinung, ja, aber diese Meinung mir noch mitzuteilen, das hilft mir halt eben auch nicht großartig weiter, ja, und genau, das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich loswerden wollte, ne? Tut mir leid, wenn es mal so ein Video mal sein sollte, aber ich habe das Gefühl gehabt, das musste ich einfach mal so loswerden und ja, ey, das soll es soweit gewesen sein. Ja, wie gesagt, ich bin immer da, ich lese meistens die Kommentare, ich gehe nicht drauf ein und mich zieht das Ganze auch nicht wirklich so runter, ich hinterfrage dann aber immer bloß, ja, was ich hier großartig ja, verkehrt mache. So, ne? Oder wenn es jetzt um die Thematik irgendwelche Clickbait-Titel gehe, klar, clickbaite ich hier und da auch mal. Ja? Vor allen Dingen zu diesem Goldminen-Thema hatte ich schon harten Clickbait betrieben. Das ist aber auch halt eben dem geschuldet, dass dieses Thema möglichst viel Aufmerksamkeit generieren soll, damit der Druck halt eben auch ein bisschen steigt, der mediale Druck, dass da eben auch was passiert. Ja? Weil da ist ein Ungleichgewicht und das muss halt eben behoben werden, meiner Meinung nach, egal wie, egal in welche Richtung, aber Gleichberechtigung sollte hier für alle Spieler auf jedem Server gelten, so. Und Clickbait-Titel hatte ich auch früher schon gemacht, ja. Unter meinen 100 ersten Videos von Shakes and Fidget, da hatte ich auch Titel wie mein heftigstes Video, so. Das war aber noch eine andere Zeit gewesen. Da haben die Leute waren da noch nicht so kaputt wie heute. Die haben trotzdem das Video gefeiert, weil da halt ultra viel passiert ist. Und da ist lange nicht so viel passiert, wie heute in den Videos passiert. Ja, da ist viel, viel weniger passiert, weil meine Gegebenheiten und meine Möglichkeiten sehr stark begrenzt waren zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem haben es die Leute irgendwo gefeiert, weil es eine andere Zeit war. Ja, und da wurde auch nicht irgendwas mit Clickbait oder so. Das ist halt einfach ein heftiges Video gewesen, ja, jetzt als Beispiel nur. Und dann wurde halt gratuliert, so zu dem, was man jetzt im Video geschafft hat, so, ne? Und heute habe ich das Gefühl, sind die Leute viel, viel mehr gefrusteter als früher. Und deswegen trauere ich dieser alten Zeit auch ein bisschen hinterher. Man kann nichts dran ändern, so. Man ist halt eben auch ein bisschen gewachsen. Es kommt halt auch mehr Negativität auf mich zu. Und damit muss ich auch umgehen, so, ne? Und das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, ins Bett nehme und da die ganze Nacht drüber grübel, so. Das ist wirklich nur in dem Moment, wo ich hier vorm PC sitze und mich auf YouTube konzentriere, in dem Moment ist es was, worüber ich mir Gedanken mache. Ansonsten tangiert mich das in meinem Real Life null. Ja, das nur nochmal an der Stelle gesagt, da kann sonst was über mich geschrieben werden, ja, und ist auch schon über mich geschrieben worden, das muss man alles von der realen Welt so ein bisschen unterscheiden, so. Und da habe ich das Gefühl, da vermischt sich bei vielen so ein bisschen die reale Welt und diese Online-Welt, ja, und das kann gefährlich werden, deswegen, ja, bewahrt einen klaren Geist und überlegt vorher, was ihr macht, das ist immer so das Beste,
was man machen kann. Okay, das Video ist eine halbe Stunde lang, so lang wollte ich eigentlich gar nicht rumquatschen hier um den heißen Brei wie Babynahrungstester, aber ja, auf jeden Fall bin ich da jetzt mal meine Gedanken so losgeworden, ja, und ich hoffe, das ist für euch auch in Ordnung, dass mal so ein Video kommt, wo man einfach nur mal so ein bisschen herumquatscht, so was einen so selbst vielleicht so ein bisschen stört und ich wünsche euch noch alles Gute weiterhin, ne? Macht euch um mich keine Sorgen, denn auch ich sehe es auch so, die Hater tragen auch ihren positiven Teil dazu bei, dass ich hier bin, wo ich heute bin. So, und jeder Kommentar, der halt auch negativ behaftet ist, der trägt auch zu meinem Support da. Deswegen, liebe Hater, wenn ihr mich wirklich nicht unterstützen wollt oder nur mein Schlechtestes wollt, dann lasst das Kommentieren am besten gleich bleiben. So, mit allen anderen Sachen, die ihr in die Kommentare postet, unterstützt ihr mich bloß. Ja? Macht das meinetwegen, ja. Andere sind auch durch Hate sehr erfolgreich geworden, deswegen gönnt euch, ja. Und mehr kann ich dazu auf jeden Fall nicht sagen. Leute, bleibt stabil, bleibt gesund und ich bedanke mich, dass ihr auch ein offenes Ohr für mich habt und ich nutze YouTube und euch jetzt, die jetzt dieses Video geschaut haben, auch so ein bisschen als so ein bisschen halt auch wie so eine Art Kumpelblase, sag ich mal so, wo man halt eben über alles so reden kann, worüber man in der Öffentlichkeit halt eben reden darf. So, ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Gut, alles klar. Vielen lieben Dank, Leute. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.